Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Waldorfsalat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei Ex-Waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber Ex-Waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen. Und wenn es euch mit dem Themen nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Waldis seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Hi, hier ist Lea. Ich möchte ein paar Heimwegsgedanken mit euch teilen, die mir noch nach der Aufnahme des Gesprächs gekommen sind. Erstmal will ich klarstellen, dass ich zwar mit einer Katharina geredet habe, es aber nicht die euch bereits bekannte Katharina vom Team Waldorfsalat ist. Also gleicher Name, unterschiedliche Personen. Außerdem hat es mich beschäftigt, wie schnell ich manches beim Erinnern wieder als total normal empfunden habe, was ich jetzt mit etwas Abstand direkt schon wieder eigentlich ganz schön krass finde. Das ist irgendwie beeindruckend und irritierend. Wenn ich gedanklich in der Waldorfzeit bin, dann benutze ich sogar wieder Worte und Phrasen von damals. Es fällt mir dann echt manchmal schwer, so den inneren Abstand wieder herzustellen und bestimmte Dinge korrekt als Gewalt oder Vernachlässigung oder einfach Unsinn zu erkennen und auch so zu benennen. An manchen Stellen haben Katharina und ich auch Dinge einfach so weggelacht. Und das ist für mich total okay, weil ich weiß, woher das kommt. Das ist ein psychologischer Schutzmechanismus, der bei mir schnell kickt. Ich hoffe nur, niemand versteht das falsch. Dieses gemeinsame Zurückerinnern ist halt doch irgendwie komplex. Also so zwischen Eintauchen in die Erinnerungen und in die eigene Kindheit und sich selber dann aber auch als erwachsenen Menschen da nicht so zu sehr drin zu verlieren, gar nicht so einfach. Beim Schreiben fällt mir das leichter. Da ist einfach ein bisschen mehr Distanz und der Prozess ist langsamer. Katharina und ich erzählen Erfahrungen auf eine Art, wie wir sie noch nie erzählt haben. Und das öffentlich. Das finde ich echt nicht wenig. Die gemeinsame Ex-Waldi-Aufarbeitung ist halt echt ein Community-Effort. Und ich bin gespannt, wo uns diese weiteren Gespräche an der Salatbar mit anderen Ex-Waldi und anderen Menschen aus dem Team noch hinführen werden. Aber hört selbst. Hallo, ich bin Lea vom Team Waldorfsalat und ich sitze heute zusammen mit Katharina an unserer virtuellen Salatbar. Ich bin selber im Waldorf-Kindergarten und in der Waldorfschule gewesen und habe auch im Erwachsenenleben dann noch später sehr viel mit anthroposophischen Einrichtungen zu tun gehabt. Und für mich war immer klar, dass meine Kinder mal auf die Waldorfschule gehen werden. Und jetzt so seit ein paar Jahren beschäftige ich mich kritisch mit der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik und inzwischen ist für mich ganz klar, dass meine Kinder auf keinen Fall auf eine Waldorfschule gehen werden. Und wie es so von dem einen zu dem anderen kommt, darüber werde ich mit Katharina sprechen. Katharina, stell du dich doch mal ein bisschen vor. Ja, ich bin Katharina. Ich bin auch ein Ex-Waldi. Ich war insgesamt 11 Jahre auf der Waldorfschule in den 90er Jahren und habe jetzt auch Kinder und war ähnlich wie Lea auch ab einem gewissen Punkt davon dann überzeugt, ich möchte meine Kinder auch in die Waldorfschule schicken und in die Waldorfkita und bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich froh bin, vorher noch die Kurve gekriegt zu haben. Also ich habe sie nicht gesteckt und bin mittlerweile sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Genau. Und wir hatten ein bisschen im Vorgespräch so drüber nachgedacht, was eigentlich so das Wesentlichste ist, über das wir jetzt zusammen hier sprechen wollen, weil man könnte ja immer stundenlang über alles Mögliche reden. Und wir sind auch vorher schon ins Schwätzen gekommen. Genau. Und wir haben uns dann entschieden, dass das tatsächlich sehr interessant ist, mal zusammen drüber nachzudenken, wie das eigentlich so kam. Also was waren eigentlich die Punkte? Weil sowohl Katharina als auch ich, wir waren beide sehr überzeugt davon, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Und was war denn, also bei dir so die ersten Punkte, wo du so ins Grübeln gekommen bist? Also ich habe, ich glaube, ähnlich wie viele Ex-Waldis auch in der Pandemie so ein paar Artikel halt gelesen mit Querdenkertum unter Waldorfschulen und habe dann angefangen, mich immer mehr damit auseinanderzusetzen, unter anderem eben auch
über Instagram und habe immer mehr wirklich mit den Ohren geschlackert und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also und ich habe ganz viel von mir selbst und meiner Jugend und Kindheit selbst entdeckt und meiner eigenen Schulzeit und dachte, ja, genau so war's, was ich halt bis zu diesem Punkt nie in Frage gestellt hatte. Und habe aber dann eben den Hintergrund dazu gelesen und Steiners, Theorien dahinter. Und eben dieser Klassiker, der auch schon jetzt, denke ich, öfter auch in den Dokus oder so kam, mit dem 5. Klasse Geschichtsunterricht Atlantis. Und das habe ich damals einfach gemacht als Kind, ne? Also das war halt der Unterricht. Wir hatten Geschichte, da kam Atlantis. Und jetzt in Rückschau. Du hast auch die Hefte noch, ne? Ja, genau. Und ich denke halt nur, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr. Und das macht mich im Nachhinein so wahnsinnig wütend. Und da habe ich dann eben angefangen, immer mehr zu lesen, zu recherchieren und kann auch heute nur noch mit dem Kopf schütteln und bin eben froh, dass dieser Moment der Aufarbeitung genau da kam, in dem Moment, bevor ich sozusagen die Kinder auf die Schule stecken konnte. Mhm. Es gibt ja in diesem Waldorfschule ja oder nein, ne, gerade als Ex-Waldi oder überhaupt als ehemalig auf der Waldorfschule gewesen, das Elternteil. Ja, so 2 Aspekte, ne? Das eine ist, will ich das, was ich erlebt habe, für mein Kind? Und das andere ist, wenn ich das nicht will, was machen wir dann? Mhm. Und dann war das für mich war das auch echt eine große Hürde, dass in dem Moment, wo für mich schon klar war, irgendwie, Waldorfschule will ich eigentlich nicht. Aber die Angst vor der, in Anführungsstrichen, bösen Staatsschule einfach völlig irrational und total groß war und ich da echt Arbeit reinstecken musste, mich überhaupt erstmal mit Grundschule zu beschäftigen. Also was ist Grundschule eigentlich heute und was war da eigentlich meine Erwartung, wie das wäre und wie hat sich das irgendwie weiterentwickelt? Wie hast du das gemacht? Also bei mir, du bist ja da schon einen Tacken weiter, ne? Ich bin du bist ja schon eine Schulkindmutter. Genau, ich habe 2 Schulkinder und ein Kita-Kind. Ich hatte tatsächlich, das ist vielleicht als Hintergrund, die sind bei mir sowieso erstmal auf die Regelschule gegangen, weil wir, da wo wir gewohnt haben, kam für mich jetzt Waldorfschule nicht in Frage. Ich hatte dann eben einfach aus logistischen Gründen und so weiter. Ich hatte aber immer im Kopf, Waldorfschule ist trotzdem die bessere Alternative. Jetzt sind sie halt hier auf der Grundschule, ja, ist ja alles ganz nett und guck mal die süßen Bildchen und guck mal, was die heute gemacht haben, eigentlich ganz schön, aber es ist halt nur wieder mal in Anführungszeichen Staatsschule. Und dann hatte ich eben vor ein paar Jahren, kurz bevor ich eben mit dieser Aufarbeitung angefangen habe, den Gedanken, ich lasse meine Kinder wechseln auf die Waldorfschule, die ich quasi kenne und die ich so heimelig finde, die am Wald liegt und ganz schönes Gelände und dachte halt, ich will ihnen Heimat bieten. Das ging auch ein bisschen einher mit dieser Corona-Geschichte. Also das war wirklich sehr verzahnt, weil ich nämlich in dem Moment auch gemerkt habe, ich brauche selber irgendwie Heimat. Ich fühle mich so alleine, weil man dann auch Quarantäne oder Lockdown irgendwie da immer so sitzt als Kernfamilie und sich aber so allein fühlt. Und dann wollte ich zurück zur Familie, also wir wären umgezogen, wollte die Kinder auf die Schule schicken, auf die Kita und dachte so, das ist total romantisch und total heimelig und ich hatte es doch auch gut und das war so der Plan. Sie sind in der Weile immer noch auf der Regelschule gewesen. Und als ich dann angefangen habe, das aufzuarbeiten und mir gedacht habe, ja, heimelig, schön und gut, aber was wird gleichzeitig mitverkauft, konnte ich immer mehr sehen, Regelschule ist schon auch in Ordnung. Also ich will damit nicht sagen, dass da alles gut läuft, im Gegenteil, ne? Also wir wissen alle, dass unser Bildungssystem verbesserungswürdig ist, aber ich kann das mittlerweile viel positiver annehmen und halt auch sehen, wie viel engagierte Lehrer und Lehrerinnen da sind und wie gut es meinen Kindern da geht. Klar, also das Schulgelände auch an meiner Schule war bombastisch, das würde ich allen Kindern gönnen, ne? Also das ist halt auch so ein Stück, glaube ich, dass man sich da manchmal gar nicht so dessen, wenn man da so hingeht, dessen bewusst ist, ja, was man da für einen Schatz hat, der ja aber eigentlich, also okay, die Anthroposophen legen Wert auf so ein Schulgelände. Auf der anderen Seite ist es halt auch nur ein Gelände erstmal so, ne? Und eigentlich sozusagen mit dem, dass ich meinen Kindern so ein Schulgelände gönnen würde, geht aber einher, dass sie halt jeden Morgen auch einen Morgenspruch und ab der 2. Klasse einen Zeugnisspruch aufsagen müssen. Und
das ist halt eine Abwägung, wo viele irgendwie, finde ich, auch immer so sagen, ja, aber es gab doch auch was Tolles an der Waldorfschule und man hat ja natürlich auch schöne Erinnerungen, ne, irgendwie. Wir haben ja unsere ganze Kindheit und Jugend da verbracht. Also das wäre ja, wenn wir da nicht auch schöne Erinnerungen hätten, teilweise einfach auch trotz Waldorf, ne, Ja, einfach genau. weil Kinderfreundschaften, ne, so, das wäre ja dann auch echt schlimm. Also das finde ich ist schon auch irgendwie für mich ganz selbstverständlich, dass es da auch einfach ganz tolle Sachen gibt, aber dass mir halt nicht klar war, mit was man sich die erkauft sozusagen, oder du kannst sie halt nicht loslösen von dem, was halt ansonsten auch noch unter Waldorf läuft und was ich auch nicht so richtig wusste. Also für mich war, glaube ich, echt, ich hack da ja immer so drauf rum, ne? Aber dieses Umdeuten oder Anderssehen dieser Zeugnissprüche war für mich zum Beispiel ein ganz, ganz krasser Punkt sozusagen. Einfach, weil ich die als sowas ganz Normales, ja klar macht man, gehört ja dazu und irgendwie da nicht weiter drüber nachgedacht habe, dass die Zeugnissprüche, ich sag vielleicht mal kurz, wie das funktioniert. Also man kriegt halt mit dem Zeugnis, das man nicht lesen darf, kriegt man aber ein Gedicht von der Lehrkraft. Und die sind unterschiedlich, sage ich mal, moralisch oder leichter oder schwerer zu entziffern. Aber das ist sozusagen das Zeugnis, was man kriegt. Oder an denen soll man dann wachsen. Und die sagt man dann im darauffolgenden Schuljahr einmal die Woche vor der Klasse auf. Und da gibt's ein bisschen unterschiedlich, also ob man einzeln nach vorne geht oder da alle, die am gleichen Tag das vorsagen, gemeinsam vorne stehen oder so. Das ändert sich so ein bisschen, aber der Grundsatz ist, man sagt das alleine, seinen eigenen Spruch alleine vor der Klasse auf. Und klar ist das irgendwie unangenehm, aber irgendwie war es einfach so normal, dass ich da auch nicht weiter drüber nachgedacht habe. Und wenn ein Kind da sichtlich es ihm nicht gut ging, dann hat man das halt auch ignoriert, weil man wusste, ja, es ist gut gemeint und das ist gut fürs Kind und dieses Kind braucht das jetzt. Und irgendwie, wenn jemand da rumgehampelt hat, dann war man genervt, weil dann musste der das nochmal sagen und nochmal sagen. Und ich war innerlich immer solidarisch mit der Lehrkraft und nicht mit dem Kind, weil natürlich meine Klassenlehrerin auch oder ich auch wiederum sozusagen von der Gunst meiner Klassenlehrerin in meinem Wohlsein in der Klasse über 8 Jahre, auch wenn die bei mir öfter gewechselt haben, aber so von der Idee her einfach auch abhängig war. Und das ist irgendwie was, wo für mich nochmal so ganz klar wurde, irgendwie, das kann man nicht auf eine gute Art machen. Das ist eine Vorlage für Mobbing. You single one out, also man nimmt sich einen aus der Gruppe, der muss was machen, der wird teilweise korrigiert. Alle gucken, also die ganze Aufmerksamkeit ist auf diesem Kind und sagt auch noch am besten was über sich selber aus, wo er seine eigenen oder sie ihre eigenen Schwachpunkte hat irgendwie, ne? Zu langsam. Bei mir war es dann, sich zu schwierig einordnen oder zu flüchtig sein oder so. Also man hört das ja irgendwie auch raus und jede Woche wieder. Und ich kann mir halt heute kein Szenario mehr vorstellen, wo man das gruppendynamisch safe verpackt. Und es gehört halt bei jeder Waldorfschule dazu. Mhm. Und natürlich kannst du mehr Glück haben mit einer Klassenlehrerin und dein eigenes Kind kriegt vielleicht einen netteren Klassenspruch. Aber das war für mich auch sowas, wo ich dachte, ich möchte das bitte für meine Kinder nicht. Ich finde das nicht gut. Ich möchte das bitte nicht. Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist sozusagen mit den Zeugnissprüchen das Problem, ich finde meine Zeugnisse nicht. Meine Mutter sagt, sie hat sie auch nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hätte sie gerne mal wieder gelesen, um einfach nochmal... Ich habe die Zeugnisse, du die Hefte. Genau, ich habe diese tonnenweise Hefte noch. Ich habe tatsächlich... vielleicht finde ich sie nochmal irgendwo in irgendeiner Kiste. Weil ich nämlich auch ganz gerne in der Reflexion mir die nochmal angeguckt hätte und überlegt hätte, wie ich mich da gefühlt habe, als ich die aufsprechen musste. So jetzt in der Rückschau weiß ich hatte damit nicht so viele Probleme, weil ich hatte auch nicht so viele Probleme, mich vor die Klasse zu stellen. Ich war auch eigentlich recht beliebt. Ich, war jetzt kein Kind, was dafür gemobbt wurde oder so. Ich weiß aber eben auch, wie du schon sagst, ich erinnere mich gut an andere Kinder, die da vorne standen, die vielleicht sich überhaupt nicht getraut haben, die ganz leise geredet haben und das nochmal sagen mussten, weil sie zu leise waren. Und oder wie du gesagt hast mit dem Hampeln, da muss ich auch sagen, dann gab es einen, der hat immer rumgehampelt, dann musste es nochmal sagen. Und alle Kinder waren genervt und im Prinzip wurde dann durch diese Klassendynamik das Problem schon eher gelöst. Der Lehrer musste nichts machen, sondern die Kinder haben dann quasi den Mitschüler blöd angeblafft, weil er jetzt so viel Zeit vergeudet, Und dieses Solidarischsein mit dem Lehrer kann ich auch total nachvollziehen. Ich hatte
Also ich war 2 Jahre auf einer Regelschule und bin in der 3. dann auf die Waldorfschule gekommen und hatte dann bis zur 8. eben denselben Lehrer. Und der war absolut geliebte Autorität. Also der war ein Uranthroposoph, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Und er war aber ein bisschen so Papa. Also wir haben den teilweise auch wirklich ein bisschen so genannt. Und im Nachhinein denke ich, das ist saugefährlich, gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder ihren Lehrer Papa nennen, so. Und seine Gunst war super wichtig für mich. Also ich habe mich auf jeden Fall in diese Riege eingefügt, in dieses Liebsein und Stolz machen und so. Und andere haben dann die Variante gewählt, rebellisch sein und aufmucken. Meins war auf jeden Fall die schönsten Epochenhefte malen und zeichnen und dafür dann ein Lob bekommen. Und genau, also wenn ich das so angucke in der Rückschau, möchte ich diese Art von Beziehung von meinen Kindern zu einem Lehrer nicht haben. Mhm. Ja. Da bin ich froh, dass ich da anders entschieden habe. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich habe dann es gibt ja eine Studie und ich vergesse immer, wie sie präzise heißt. Sie heißt irgendwie sowas Biografien von Waldorfschülern, aber immer noch mal ein bisschen anders oder irgendwie, auf jeden Fall von Randol unter anderem, also der ja mehrere von diesen Studien gemacht hat und da gibt's auch ein Kapitel über Klassen, also das Verhältnis zur Klassenlehrkraft. Und da wird das auch, aber halt, finde ich, ziemlich unkritisch irgendwie gesagt, dass das halt sozusagen tatsächlich so wie ein drittes Elternteil ist und dass das so auch als positiv hervorgehoben wird, dass ja auch jugendlich oder auch später man sich dann noch an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer wendet, wenn, was weiß ich, man einen Sterbefall in der Familie hat oder wenn irgendwas Schlimmes passiert oder sowas. Und das also für mich jetzt so von außen drauf geguckt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch zum Thema irgendwie Prävention, Gewaltprävention, ist das halt super gefährlich. Und wenn man sich dann noch sowas durchliest, also als ich diese Reportage über den Lehrer in Schwäbisch Hall mit dem sexuellen Missbrauch gelesen habe, ich fand das so gruselig, weil ich beim Lesen immer das Gefühl hatte, dass also ganz andere Schule, bei uns gab es auch keinen Zirkus oder so, was bei denen eine große Rolle gespielt hat, aber es hat sich alles so vertraut angefühlt, die Art des Redens, die Art des Miteinander Umgehens, dass man irgendwie auch stolz darauf ist, dass man halt ein persönliches Verhältnis hat, dass man bei Lehrern ein Gartenfest macht oder irgendwie in den Schulferien mit den Lehrern doch noch eine Radtour oder also dass das sozusagen das persönliche Verhältnis und das professionelle Verhältnis sich total vermischen und dass das halt auch, also es ist natürlich auch gut, eine gute Beziehung dem Lehrer oder der Lehrerin zu haben. Das wird ja auch heute auch außerhalb von Waldorf irgendwie so gesagt, also dass man halt besser lernen kann, wenn man eine gute Beziehung hat. Aber die Art der Beziehung in der Waldorfschule oder die vielen Beziehungen, die es da gibt, finde ich, dass die oft sehr grenzübergreifend sind oder dass sich Grenzen unheimlich vermischen und dass es häufig gar nicht mehr klar ist irgendwie, weil alle auch sich sowohl drinnen als auch draußen sozusagen treffen, also das Private mit dem Schulischen sich immer wieder auch vermischt und dann so eine Sachen, wie die da beschrieben werden, dass plötzlich irgendwie Kinder bei einem Lehrer übernachten, dann auch nicht komisch sind, weil es an ganz vielen anderen Stellen schon ähnliche Situationen gab, die auch irgendwie so sind. Und ich weiß, dass ich früher, wenn ich so amerikanische Filme oder sowas geguckt habe und es dann so Situationen gab, wo es so ganz streng war, dass irgendwas nicht sein durfte, also dass man da nicht alleine ein Gespräch haben durfte hinter geschlossenen Türen zwischen so einem Chef und einer Mitarbeiterin. Und ich immer sagte, was ist das für ein Quatsch? Ja. Und mittlerweile, klar, ich finde, das in Amerika ist das sicherlich wahrscheinlich auch einfach übertrieben. Und trotzdem ist es so, dass ich da inzwischen eine gewisse Art Respekt davor habe, weil ich denke, es geht ja auch immer einfach um den Schutz derer, die da in ihrer Machtposition sehr ausgeliefert sind. Und ich glaube, dass es durchaus so ist, dass sich das auch in mein späteres Leben reingezogen hat, dass ich sehr schlecht darin bin, zu erkennen, wo sind eigentlich Grenzen im Miteinander und wo werden Grenzen überschritten und was ist eigentlich eine gesunde, professionelle Beziehung und woran erkenne ich das und irgendwie auch so, als Frau so in, ich sag mal, Situationen, wo ich glaube, ich das durchaus schwierig finde, irgendwie da zu unterscheiden, was ist eigentlich Täterverhalten oder ja. Und das ist, finde ich, das ist so in der DNA der Waldorfschule drin,
weil das ganze Konzept mit dieser geliebten Autorität einfach darauf aufbaut, dass du halt nicht eine rein professionelle Beziehung hast. Also auch das, was so beschrieben wird mit dem, dass teilweise die KlassenlehrerInnen sich dann abends mit den Engeln der SchülerInnen ich finde das super übergriffig. Also egal, ob man jetzt dran glaubt, dass das funktioniert oder nicht, aber allein, dass jemand sich abends hinsetzt und sich mit mir verbindet, ohne vorher zu fragen. Wenn ich daran glaube, dass das eine Wirkung hat, dann ist das übergriffig. Ja, total. Wenn ich sage, das ist Quatsch, dann brauche ich das nicht machen. Aber ich mache es ja, weil ich da dran glaube. Und ich habe da nicht vorher Zustimmung gefragt, ob ich mich mit deinem Engel verbinden darf. Ja, das ist so. Und das ist halt super creepy und es ist so normal einfach. Und das ist tatsächlich irgendwie. Und ich habe aber, jetzt bin ich ganz viel am Labern, aber ich habe andersrum dann wiederum, ich sag mal, reguläre, professionelle Beziehungen häufig als sehr unterkühlt empfunden. Ja, total, das stimmt, ja. Also dieses, wo die normalen Grenzen eingehalten wurden, dann denkt man immer so, mag der mich jetzt nicht oder so. Das stimmt. Ja. Aber ich hatte noch einen Gedanken zu dem, was du davor gesagt hattest, mit diesem Verbinden mit den Engeln und so weiter. Da spielt ja immer mit rein, dass davon ausgegangen wird, dass diese Waldorf-Lehrkraft, vor allem wenn sie sehr anthroposophisch geschult ist, so ein magisches Wissen, Entschuldigung, ans Mikro gekommen, so ein magisches Wissen hat und das Kind besser erkennt als das Kind sich selbst und dazu beitragen muss, dass es sich besser entwickelt und in seiner Reinkarnation besser vorankommt. Und das finde ich auch schon so creepy und total daneben, weil ganz oft werden die Kinder ja dann in diese Temperamentenschubladen gepackt und nach irgendwelchen Kategorien eingeordnet, von denen sie glauben, dass das jetzt das Richtige ist. Und dabei wird überhaupt nicht das Kind angeguckt. Also es wird überhaupt nicht das Individuum gesehen, sondern es wird einfach gesagt, ach guck mal, der ist immer ein bisschen langsam im Schreiben. Das ist halt ein Legastheniker. Phlegmatiker. Könnte auch sein. Aber wenn man langsamer ist, weil man sich schwer tut. Aber nein, Phlegmatiker meine ich. Ja, ich war so flüchtig. Ich war halt sanguinisch. Deswegen habe ich so 1000 Rechtschreibfehler gemacht. Und das Lustige ist, meine Mutter sagt immer, und ich habe dann so einen Zeugenspruch gekriegt, dass ich sozusagen nicht so flüchtig sein soll. Dass du sich sätteln sollst. Ja, also, ja. Meine Mutter sagt, ich bin ganz klar Melancholikerin. Gleichzeitig bin ich aber in der Klasse wahrgenommen worden wie der Sonnenschein schlechthin, wo ich mir denke, das müsste dann eher sanguinisch sein. Aber gut, ich glaube auch nicht an diese Kategorien. Aber das macht, also ich bin im Nachhinein auch wieder, wenn ich jetzt auf meine eigenen Kinder oder meine Kinder anschaue, bin ich total froh, dass da kein esoterischer, hellsehender Anthroposoph ist, der meint, meine Kinder zu erkennen und dann dementsprechend zu behandeln. Weil, ganz ehrlich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, bin ich jetzt im Nachhinein davon überzeugt, dass manche der Kinder, denen es nicht gut ging in der Klasse, die gemobbt wurden, und das hat der Lehrer überhaupt nicht unterbunden, und dass ich glaube, dass er der Überzeugung war, dass das wichtig für die Kinder ist, dass die gemobbt werden. Und das ist auch etwas, womit ich heutzutage noch krass zu knabbern habe, weil ich mir immer denke, ich hätte doch irgendwas tun müssen. Und ich hatte auch manchmal so Phasen, wo ich dann gedacht habe, ich muss mich jetzt mit diesem einen Jungen befreunden, der es so schwer hat, um irgendwas Gutes zu tun, weil der hat so schwer, und habe dann trotzdem irgendwann gemerkt, ich kann mich mit ihm nicht befreunden, weil ich einfach ihn nicht mag. Das kommt halt auch vor. Ja. Aber dieses Unrecht, das haben wir, glaube ich, schon gespürt als Kinder. Ja. Und trotzdem hat man diese Autorität nicht in Frage gestellt. Und im Nachhinein, wenn ich denke, meine Kinder wären in solchen Settings, das wäre grausam für mich. Das wäre ganz, ganz schlimm. Und irgendwie ist es, wenn man Kinder hat, noch viel schlimmer. Man möchte eigentlich den Kindern, also ich denke immer so, dass ich das alles erlebt habe, ist okay. Ich kann damit arbeiten jetzt, aber ich möchte nicht, dass meine Kinder sowas erleben müssen, ne? Also ich meine, es gibt natürlich auch in allen anderen Einrichtungen und Gruppen, wo Kinder zusammenkommen, irgendwie immer die Gefahr, dass irgendwie Kinder gemobbt werden. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich einfach nochmal die Perspektive darauf, inwieweit sowas das Schicksal eines Kindes ist und das halt auch ein Stück weit karmisch bedingt ist. Und damit sind wir auch wieder ein bisschen mit dem, dass das halt nicht einfach nur zufällig irgendein Klassenlehrer ist, den man halt gekriegt hat, weil irgendwie auf der Liste man irgendwie da stand und an der Grundschule man irgendwie der Lehrkraft zugeordnet wurde, so, ne? Also das ist ja so, glaube ich, die normale Wahrnehmung. Man kriegt halt random jemand und dann hat man halt Glück oder Pech, sondern an der Waldorfschule, erstens suchen die sich ja ihre Kinder sozusagen aus, ihre SchülerInnen. Und zweitens wird das dann als Schicksalsgemeinschaft geframed.
Und dadurch hast du nochmal auch als Lehrkraft bist du ja sozusagen schicksalsmäßig mit diesem Kind verbunden. Und das macht, finde ich, einen ganz anderen Impact irgendwie so. Also das verändert mein Gefühl zu so einer Beziehung. Und das ist tatsächlich auch irgendwie was. Ich fand das, ich weiß nicht, wie es dir da ging, also ich habe festgestellt, dass ich es teilweise, also meine Kinder waren ja zwischendurch 1,5 Jahre auch im Waldorf-Kindergarten. Das war in der Pandemiezeit, dadurch war das kürzer, weil das halt natürlich oft die auch nicht da waren. Aber ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich da das Gefühl hatte, ich weiß, wie die Beziehung zu den ErzieherInnen da funktioniert. Und zwar sehr hierarchisch. Ich habe das damals nicht so empfunden, aber das hat mir durchaus eine Art Wohlgefühl sozusagen gegeben, weil ich so das Gefühl hatte, ich wusste, wie es funktioniert. Ne? Ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Man mischt sich nicht ein als Eltern, nicht großartig oder irgendwie regt sich nicht über Kleinigkeiten auf oder, also ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich von mir erwartet wurde. Also, ne, aber ich hatte das Gefühl, dass ich diese Rolle gegenüber einer anthroposophischen Pädagogen, eine Person irgendwie, dass sich die vertraut anfühlt. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt oder auch schon davor in den Kitas, in den Regelkitas, in denen meine Kinder sind, oft eigentlich überfordert bin, weil der Kontakt dort zu den PädagogInnen so normal ist auf eine Art. Und ich immer hin und her geschmissen bin zwischen irgendwie, reden wir jetzt als normale Menschen miteinander? Oder was haben wir hier eigentlich gerade wieder für eine Ebene? Und da ganz oft wirklich bass erstaunt war, wie sehr die für die Kinder denken und auch in individuellen Lösungen für die Kinder da sind und Ausnahmen möglich machen und ne, so, dass ich da tatsächlich irgendwie eher so das Gefühl hatte, wir sind ein Team für das Kind und vorher ich eher so das Gefühl hatte, irgendwie, da ist ein Experte für mein Kind und ich muss irgendwie meine Rolle ist auf jeden Fall irgendwie da unten drunter. Und es ist dann gar nicht so einfach, wenn ich dann sehe, dass die Bedürfnisse meines Kindes mit den Bedürfnissen des oder der Waldorfpädagogin irgendwie clashen. Was mache ich dann eigentlich? Und das ist ja auch das, was viele Eltern, glaube ich, dann auch haben. Also wie lange guckt man zu? Wie lange lässt man sich irgendwie, wir finden noch eine Lösung oder so? Wie lange lässt man sich hinhalten? Und am Ende ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen, dass man halt geht, so wie ich dann halt auch. Nur bevor wir da aus der Waldorf-Kita gegangen sind, musste ich für mich erstmal klar haben, dass Regelschule für mich okay ist. Ja. Also, dass Grundschule okay ist. Das heißt, irgendwie, ich konnte da erst kündigen und gehen, irgendwie, als ich mich mit der Grundschule versöhnt hatte. Ja, du musstest dich ja jetzt quasi ein bisschen im Vorfeld mit der Grundschule versöhnen, ohne zu wissen, wie es für deine Kinder dann ist, ne? Also bei mir war das eigentlich durchweg immer positiv überrascht werden durch die Grundschule und durch die Lehrer und Lehrerinnen. Also was ich da jetzt, den Gedanken, den ich dazu noch hatte, also abgesehen davon, dass ich mit Waldorf-Kita keine Erfahrung habe, ich war selber nicht in der Waldorf-Kita und habe jetzt meine Kinder ja da auch nicht draufgesteckt, aber in Bezug auf ganz normale Kita habe ich halt nur positive Erfahrungen. Also wir haben eine wirklich tolle Kita und die ist sehr bedürfnisorientiert und ich weiß zum Beispiel jetzt noch viel mehr zu schätzen, dass die Kinder sich hinlegen mittags und wenn sie nicht schlafen können, dürfen sie wieder aufstehen. Ja. So, ne? Alle legen sich erstmal hin und dann gucken die Erzieher nach 20 Minuten, wer ist nicht eingeschlafen oder wie auch immer und dann wird das Kind rausgenommen und kann schon mal ein bisschen snacken oder was auch immer. Und ich habe das denen dann auch wirklich ein paar Mal auch gesagt, dass ich das super zu schätzen weiß und dass ich das so toll finde, dass die halt die Kinder individuell betrachten und Lösungen suchen für die einzelnen Kinder und nicht, dass es klar ist, das Kind muss schlafen, weil die anthroposophische Erzieherin oder der anthroposophische Erzieher weiß, dass das wichtig für die Entwicklung des Kindes ist. Und da fällt halt immer, an allen Seiten fallen die einzelnen Individuen runter. Und das kann einfach nichts, egal von was du ausgehst, ist immer für alle Menschen gleich. Also das ist absurd, egal welche Thesen, Theorien oder so du sonst hast. Es funktioniert nie für alle. Und alleine dieses Dogmatische, was da ist in der Anthroposophie, ist
ist von Grund auf falsch. Also da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, was eigentlich Steiner überhaupt gesagt hat, dass man überhaupt denkt, dass das richtig sein könnte. Ne? Also, aber dass das alles nur absurd ist von vorne bis hinten, dass da ein einzelner Mensch sich irgendwelche komischen Dinge ausgedacht hat. Aber wie gesagt, ich glaube, nichts ist immer für alles. Eine starre Form ist richtig für alle. Und die halten sich halt schon sehr noch an diese Strukturen, glaube ich. Naja, zumindest in allem, wo es einfach auch formal ist, ne? Also welche Farbe die Klassenzimmer haben und welche Inhalte. Ja, und welche Inhalte wann zu sind. Wenn wir über Inhalte sprechen, sag mal, weil du hast ja auch deine Hefte noch. Sag doch mal ein bisschen was zu dem, wie du inzwischen irgendwie vielleicht auch im Vergleich zu dem, wie deine Kinder jetzt lesen und schreiben lernen oder sowas, wie du vielleicht auch gefühlsmäßig oder so die Inhalte. Also die Inhalte, das ist würdest? Absurd, also wirklich unfassbar absurd, wenn man das vergleicht mit dem, was die heute lernen. Das Lustige ist, ich weiß halt auch, wie die Anthroposophen argumentieren würden, wenn ich jetzt sage, aber guck doch mal, was die da lernen. Und dann sagen die, aber das ist ja nicht wichtig, das ist ja nur reine materialistisches Wissen und darum geht's ja nicht nur. Das Kind muss ja auch anders lernen. Deswegen ganzheitlich rechtfertigen die ja diese ganzen absurden Epochenhefteinträge. Ja. Und was ich aber als Mutter so gut finde bei der Regelschule ist, du weißt halt genau, was die jetzt gerade lernen. Die haben ihre Hefte, die haben ihre Arbeitsbücher und du kannst halt rein theoretisch, wenn das Kind jetzt Hilfe braucht, einfach mithelfen, weil du siehst, was da gerade dran ist. Wenn ich mir meine Epochenhefte anschaue, das ist, also du könntest als Elternteil da überhaupt gar keinen Input zu geben, weil du weißt gar nicht, was sie jetzt da gerade gelernt haben. Und ich habe, als ich diese Epochenhefte mir durchgeguckt habe, ich habe jetzt noch nicht alle durchgelesen, aber schon viele, weiß ich noch ganz genau, dass halt die Epochenhefteinträge ein Teil waren, aber ganz viel wurde ja einfach mündlich erzählt und das ist nicht immer im Epochenheft gelandet. Zum Beispiel Atlantis habe ich nur eine Seite mit Atlantis, schön gestaltet mit Wachsmal oder was auch immer das alles, nee, Wachsmal war es, glaube ich, 5. Klasse, nicht mehr, aber halt mit dem Schleier und so, ne? Ja, ja. Ah ja, da haben wir dann so, das war mit den Polychromos dann schon, wir haben dann so das so angespitzt und dann mit der Anspitze dann so, ja, genau. Spitzer Dreck zum Schleiern. Genau. Ja, Waldis erkennen sich wieder. Genau, und da weiß ich halt, da steht jetzt nicht viel über Atlantis selbst in der Schriftform, aber erzählt wurde uns natürlich viel, viel mehr. Und das heißt, du kommst nach Hause als Kind und fragst die Mutter, wie war es in der Schule? Gut, mehr kommt dann ja bei vielen Kindern nicht, aber du weißt als Elternteil nicht, dass der jetzt gerade oder dein Kind jetzt gerade irgendwie 2 Stunden über Atlantis gehört hat und das halt auch noch glaubt. Weil du sitzt in der 5. Klasse natürlich im Unterricht und denkst, das, was dir erzählt wird, ist die Wahrheit. Und ich hatte da auch schon mal ein krasses Streitgespräch, weil mir gesagt wurde, aber du musst doch nicht glauben, dass alles, was so erzählt wird, die Wahrheit ist. Es ist doch auch die Historie, da wissen wir doch auch nicht, ob alles stimmt. Und dann habe ich erst wollte ich der Person so zustimmen und sagen, ja, stimmt, natürlich, woher sollen wir immer wissen, ob irgendwelche Daten aus der Geschichte richtig sind. Und dann habe ich aber gedacht, nee, weil ich glaube, dass normale Geschichtssammlungen, da werden verschiedene Quellen genommen und geguckt, berichten die dasselbe über irgendein Thema in der Vergangenheit. Und wenn die so einigermaßen übereinstimmen, denke ich, wird dann gesagt, da und da ist das und das passiert. Und das ist dann meiner Meinung nach ein Fakt und den glaube ich dann auch. Keine Ahnung, 30-jähriger Krieg oder sonst was. Aber das ist ein Unterschied, ob du da vorne stehst und irgendeine Fabel von Atlantis erzählst und behauptet, ist genauso valide und genauso richtig, wie wenn du jetzt über den Zweiten Weltkrieg redest. Und das ist es einfach nicht. Und deswegen komme ich mir im Nachhinein total verarscht vor, weil ich überhaupt nicht weiß, was von dem, was ich als Schülerin gelernt habe, eigentlich faktenbasiert ist und was halt irgendwelche komischen Fabeln sind und was halt wieder auf Rudis Mist gewachsen ist oder was auch immer. Und das, finde ich, ist ein total großes Problem. Und da bin ich total froh, den Kontrast zu sehen, Regelschule, da werden halt quasi Fakten gelernt. Da kann man sagen, ist ja alles so trocken und so dröge. Ja, aber ich meine, Fantasie und alle anderen und Geschichten kommen noch genug vor im Leben. Aber ich bin froh, dass die Kinder normale, faktenbasierte Dinge lernen, so, ne? Also ich glaube, für mich ist es auch nochmal so, dass ich heute denke, man hat als Kind ein Recht darauf,
zumindest den Stand der Wissenschaft zu der Zeit irgendwie erklärt zu kriegen. Also es hat sich sicherlich irgendwie in der Forschung, auch in der Geschichte und so, ne, wie war das früher, dachte man irgendwie, die Wikinger haben die Hörner da am Helm und heute weiß man, dass das nicht so war. Aber auf dem Stand oder auf dem aktuellen Stand irgendwie das unterrichtet zu kriegen, was irgendwie, ja, Stand der Dinge ist. Und das ist halt Atlantis nicht. Und auch da ein Unterschied, und das war für mich auch so dieses, was ist der Unterschied auch zwischen zum Beispiel den Nibelungen, wo man ja eigentlich so einen Übergang hat, ne, von okay, Edda, das ist noch Götterwelt, das war mir schon klar, dass das irgendwie eher ins so Bereich irgendwie Märchen, Bibelgeschichten und so. Aber dann kommst du zu den Nibelungen und das ist ja schon dann so quasi Geschichte, aber es sind auch Heldensagen. Also da wird das schon unklarer. Und dann gehst du irgendwie noch weiter und dann haben wir irgendwie diese Biografien von Alexander dem Großen und irgendwie sowas gehabt. Und dann ist das ja ein echter Mensch und trotzdem kriegst du das erzählt, wie genauso wie die Heldengeschichte von Siegfried. Es macht keinen Unterschied. Und so geht das dann irgendwie weiter. Und es gibt nie einen reflektierenden Punkt, wo man irgendwie das mal sortiert, sag ich mal. Also von der Fiktion zum Fakt sozusagen. Ja. Das stimmt, das ist total vermischt, ne? Ja, das ist auch wirklich so. Also es ist einfach, weil die Anthroposophen das, glaube ich, als gleichwertig sehen, ne? Also für die ist es dann naja, wer an Dinge glaubt, die jemand geschaut hat, sorry, aber es war doch Rudi. Er hat doch geschaut. In der Akasha-Chronik. Ja. Und wenn die Akasha-Chronik halt genauso viel wert ist wie irgendwie Ausgrabungsfunde, dann wird's halt schwierig. Und das ist halt, selbst wenn das jetzt irgendwie nicht so vordergründig irgendwo draufsteht, dadurch, dass die, und das meinte ich vorher nochmal mit der Struktur, irgendwie die Epochen sind so aufgebaut. Ja. Die Epochen folgen den Vorstellungen des Dr. Rudi. Ja, genau. Und egal, ob irgendwie in welcher Waldorfschule du bist, die Reihenfolge wird genauso sein. Genau. Und insofern, ja, kann man es nicht ohne. Und natürlich kann man Glück haben und jemand unterrichtet das vielleicht ein Stück weit anders, aber die Verknüpfung zu in welcher Jahrgangsstufe man halt auf welche Art genau welche Inhalte vorgesetzt kriegt, das basiert halt auf der allgemeinen Menschenkunde von und Dr. ist unverrückbar wahr. Ja, und das ist halt so ein bisschen da das Problem. Ja. Ich wollte noch, weil eine Sache, wo ich mich als jemand mit Leserechtschreibschwäche, die ich das aber erst seit ein paar Jahren, seit 3 Jahren oder so weiß. Und vorher dachte ich, bin einfach immer nur zu flüchtig. Ja, und habe mich einfach nicht genug angestrengt. Ja. Schreiben lernen. Weil das hast du jetzt ja auch irgendwie an der Grundschule erlebt. Und da habe ich mich jetzt auch in letzter Zeit nochmal so mit beschäftigt und wo ich auch dachte, wir wissen heute einfach so viel mehr auch über wie Gehirne Dinge verarbeiten und so. Also, ne, wir sind einfach auch verglichen zu meiner Schulzeit einfach echt einen Tacken weitergekommen. Und das, wie es an der Waldorfschule unterrichtet wird, widerspricht dem einfach irgendwie, ne? Also dieses, und das ist zum Beispiel auch was, als ich das geschnallt habe, dachte ich auch so, ich will auch das Risiko nicht eingehen, dass meine Kinder, ich weiß nicht, ob die meine Veranlagung dazu haben oder nicht, oder womit das zusammenhing. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Art, wie ich das unterrichtet gekriegt habe, das Risiko deutlich erhöht. Okay. Und da halt auch nicht drauf reagiert wurde. Und das war halt auch sowas, wo ich dachte, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will, dass meine Kinder bitte lesen und schreiben auf eine Art lernen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie diese Kulturtechnik, die wir einfach jeden Tag und immer wieder brauchen, gut beherrschen werden. Und das wird halt, weil ich auch oft höre, die ersten Klassen, da kann ja noch nicht so viel schief gehen und so, das ist doch noch nice und dann kann man ja immer noch wechseln. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also es ist bei meinen Kindern, die ersten Klassen Regelschule schon hinter sich haben, war das ein ganz klar strukturiertes Thema und nach wenigen Monaten konnten die schon einiges schreiben und lesen. Also ich habe mit meinem Ältesten in der ersten Klasse Weihnachten schon die ersten Erstlesebücher gelesen. Das ist also quasi 3-4 Monate.
man hat es halt auch nicht in einer Epoche und dann, also man hat halt nicht vier Wochen Buchstaben, da lernst du dann ein paar Großbuchstaben und dann hast du irgendwie 4 Wochen Formen zeichnen, 4 Wochen irgendwie rechnen, lernst ein paar Zeilen und dann kommt irgendwie noch Ferien dazwischen und 3 Monate später fängst du wieder mit Buchstaben an. Ja. Und am Ende des Schuljahres hast du jeden Großbuchstaben einmal gehabt. Also immerhin am Ende des Schuljahres. Ich habe mein erstes Buch gelesen, da war ich, glaube ich, in der 4. Klasse. Krass. Ja, bei mir war es so, ich habe, dadurch, dass ich eben die ersten 2 Jahre auf einer Regelschule war, konnte ich schon schreiben. Und ich habe auch, glaube ich, schon im Kindergarten angefangen, so ein bisschen Buchstaben zu lesen. Mein Vater war immer ganz stolz, aber das war natürlich überhaupt nicht Waldorf-konform, dass ich da schon weiter war. Und deswegen habe ich dieses Schreiben lernen, 1., 2. Klasse Waldorfschule übersprungen. Ich kam erst in der 3. Und da konnten es die meisten dann, glaube ich, schon. Also wenn man nicht, so wie ich, eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, dann kann man das in der 3. Ja. Aber dadurch, und es wurde bei dir gar nicht erkannt oder überhaupt nicht? Ich dachte immer, es wäre nicht erkannt worden. Aber inzwischen, auch durch rückwirkende Forschung, weiß ich hatte etwas, das nannte sich Extrastunde, bei einer Frau, von der ich heute weiß, dass sie Spezialistin für Lese-Rechtschreibschwäche ist. Und die heute immer noch dann anthroposophisch geprägtes irgendwie Institut hat und da irgendwie nach so einer bestimmten Methode, die halt Extrastunde heißt, irgendwie arbeitet. Also was auch eine anthroposophische Methode ist. Und ich hatte Heileurythmie. Hatte ich auch. Ja. Bei mir war es für Heuschnupfen. Ich hatte Heuschnupfen. Okay, sorry. Ja. Aber dass du das weißt, weil mir hat nämlich niemand gesagt, weshalb ich Heileurythmie habe. Also ich glaube, es war vielleicht ist es auch was anderes gewesen. Also es war bist du allein rausgeholt worden oder hattest du mehrere? Also alleine. Wir waren immer mehrere Kinder, es war auch der komischste Haufen eigentlich. Wir fanden es nicht schlecht, aus dem Unterricht zu müssen, aber wir fanden es schlecht, Heileurythmie zu haben, weil die Lehrerin war ganz gruselig. Also es war so ein richtiges, altes, verbittertes Urgestein, bei der wollte man eigentlich nicht sein. Und dann hatten wir da irgendwie unsere Kupferstäbe und ich weiß nicht, was wir da machen mussten. Und weil ihr alle Heuschnupfen hattet, habt ihr euch das dann... Vielleicht ist es auch eine komische Erinnerung, aber ich dachte, dass es an dem... Ich hatte eine Phase, da hatte ich so schlimm Heuschnupfen, dann bin ich immer so im Frühling mit so einer Skibrille in die Schule gekommen, so mit so einer Sonnenbrille, die so möglichst viel verdeckt hat. Und ich dachte, dass diese Heileurythmie mit dem Heuschnupfen zusammenhängt, aber ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Vielleicht gab es irgendeinen anderen Mangel oder Makel, der mir ausgemerzt werden musste. Und die Histaminika wären auch fein gewesen, ja, oder? Ja, aber die habe ich erst jetzt vor ein paar Jahren das erste Mal genommen. Scheiße. Ja. Genau. Auf jeden Fall hatte ich halt sozusagen Behandlungen, die ich rückwirkend sozusagen einordne als, ja klar, also ich habe auch wirklich nochmal schreiben gelernt, aber ich war halt zu langsam. Und das war natürlich ein logistisches Problem, weil wenn man keine Hefte hat, muss man das rechtzeitig von der Tafel abgeschrieben haben, sonst kann man auch seine Hausaufgaben nicht machen. Und darauf hatte ich das geschoben. Okay. Und genau, und ansonsten wurde da irgendwie, außer dass ich halt schon wieder 60 Fehler im Diktat hatte und mich mal mehr anstrengen soll, irgendwie nicht weiter drauf eingegangen, irgendwie so. Aber jetzt dadurch, dass ich weiß, dass Extrastunde bedeutet, es ging um Lese-Rechtschreibschwäche und nicht einfach nur, wir machen hier einfach ein bisschen Motorik nochmal oder so, bin ich mir sicher, dass die das wussten, aber mir hat's halt niemand gesagt. Das finde ich ist auch so ein fieser Aspekt, finde ich, dass oft den Kindern nichts gesagt wird. Immer dieses Heimliche und dieses über die Kinder hinweg entscheiden, das widerspricht halt auch total den aktuellen Forschungsständen, dass man mit Kindern schon durchaus sehr viel früher ganz normal auch kommunizieren kann und Kinder mit einbeziehen soll und kann. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie so sehr negativ in Erinnerung habe, dieses immer besser wissen, was du eigentlich brauchst. Und dadurch hast du als Kind ja gar keine Chance, da mal deine eigenen Wünsche oder Bedürfnisse zu äußern. Ja. Das ist ganz fies, finde ich. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, also wie viel Zeit wir tatsächlich mit so, ich sag mal, chorischem Sprechen verbracht haben oder mit Dingen, die wir im Prinzip im Gleichschritt getan haben, egal ob das jetzt Eurythmie oder auch der Kunst- oder Handarbeitsunterricht war ja auch an ganz vielen Stellen tatsächlich sehr gleichförmig. Also man hat parallel das nachgemacht, was vorne gemacht wurde.
oder das ganze Chor, Singen auch, irgendwie Flöten. Das ist ja alles sozusagen, wir tun alles gleichmäßig im Gleichschritt. Mhm. Und das nimmt richtig viel Raum ein. Also das wird mit dem Alter zu der Oberstufe hin weniger, aber selbst in der Oberstufe haben wir im rhythmischen Teil immer noch irgendwie Gedichte im Chor auswendig gesprochen, also gemeinsam auswendig gelernt. Also du hast ja noch nicht mal selber das für dich gelernt, sondern also immer wiederholt. Ich habe das auf Autopilot mitgesprochen. Also ich kann dir die Gedichte nicht mehr sagen, ich kann dir auch nicht mehr sagen, worum es geht. Es gibt manchmal so, dass wenn irgendwo irgendwas vorbeikommt, dass sich das wie so bekannt anfühlt. Und trotzdem könnte ich dir nicht sagen, haben wir das wirklich mal im Unterricht gesprochen oder nicht? Weiß ich nicht. Und also, dass dieses, was immer so als individuell und Freiheit verkauft wird, eigentlich wir einen Großteil des Tages total im Gleichschritt verbracht haben. Ja. Und das sehr, sehr lange. Und dass das, was dann irgendwie auch noch so als individuell verkauft wird, sowas wie Klassenspiele oder so, du hast ja auch alles zugeteilt gekriegt eigentlich. Und auch mit so einem, dass man sich da irgendwie entwickeln soll oder so. Und aber auch nie eine Begründung gekriegt, wieso man jetzt die Rolle gekriegt hat und die nicht haben durfte oder irgendwie sowas. Und ich so das Gefühl habe, gab so viel Fremdbestimmung, die für mich so wahnsinnig normal war. Man hat total vertraut. Man dachte halt, das soll so sein, ne? Also ich habe das auch nicht in Frage gestellt, dass ich irgendwie bei irgendeinem Klassenspiel da als Teufel besetzt wurde. Das Schlimme war, ich habe vor einiger Zeit mal so eine Kiste gefunden mit Bildern von dem 8-Klass-Spiel und habe dann sozusagen uns da auf diesen Auftritten gesehen. Aber ich habe wirklich meine Mutter, meine Schwester gefragt, ich wusste nicht mehr, wie dieses Stück hieß. Ich wusste nicht mehr, was wir da aufgeführt haben. Und ich habe gesagt, das ist ein totaler Blackout. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ich erinnere mich auch nicht an die Proben. Und also das war richtig merkwürdig, wo ich dann auch gesagt habe, das ist irgendwie aus meinem Gedächtnis gecancelt worden. Ich weiß nicht warum. Aber da wurden auf jeden Fall die Rollen zugeteilt. Und weil du vorhin gesagt hast, im Gleichschritt, da hatten wir noch eine Sonderform mit unserem Lehrer. Ich habe das immer darauf geschoben, der hat immer gesagt, er war früher bei der Bundeswehr. Der hat manchmal, wenn wir ihm zu laut waren, von dem Pausenhof in die Klasse gehen, also musste man immer in Zweiergrüppchen sich hintereinander aufreihen in so einer Schlange. Und wenn wir zu laut oder viel rumgekaspert haben oder sonst was, dann ist er mit uns wieder vom Klassenzimmer in den Pausenhof gegangen und wir durften uns wieder aufstellen. Und der ist nie laut geworden, der ist immer leiser geworden. Ja. Je leiser er wurde, desto mehr wussten wir, er ist sauer. Und wir haben das ohne Scheiß manchmal eine Stunde durchgezogen, dass wir ordentliches Gehen vom Pausenhof ins Klassenzimmer geübt haben. Das hat ihm so noch nicht gepasst. Und da im Nachhinein denke ich auch, das ist völlig absurd. Also wie viel Zeit dafür verschwendet wurde für so einen Scheiß. Aber hat er uns noch nicht genug gedrillt gehabt, offensichtlich. Und wir waren noch zu aufmüpfig. Also haben wir nochmal geübt, in Zweierreihen ins Klassenzimmer zu laufen. Das ist auch was mir aufgefallen ist, auch nochmal, als ich jetzt in der Kindersprechstunde gelesen habe. Es gibt sowas ganz Unerbittliches, was ich total kenne. Und das geht halt, okay, es gibt auch immer mal Lehrkräfte, die ausrasten. Das haben wir ja auch schon viel irgendwie drüber gesprochen und so. Aber es gibt auch noch so eine Seite, die nicht so auffällig ist auf eine Art. Also wo es so eine ganz ruhige, klare Unerbittlichkeit gibt, die aber halt auch super grausam und vor allem nicht menschlich und nicht im Kontakt, sondern sich total abgegrenzt eigentlich ist. Also auch die Empfehlungen in der Kindersprechstunde gehen dann an die Mütter. Aber der Mechanismus ist, glaube ich, der gleiche, gerade wenn man auch dann denkt, in der Unterstufe sind die KlassenlehrerInnen auch so Mütter-Väter-Figuren. Und dass du dich halt sozusagen, wie sagt sie das immer, dass man so sachlich, korrekt und vernünftig handelt. Das ist sozusagen die Vernunft, die da eintritt und deswegen unerbittlich dafür sorgen muss, dass das jetzt passiert, was halt notwendig oder dran ist. Und ich glaube, ich konnte das als Kind auch überhaupt nicht irgendwie als Gewalt oder als etwas. Also ich war immer dann auch diejenige, die dann sauer war auf die noch gehampelt haben, weil es mich halt dann genervt hat. Total. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu denken, dass das, was die Lehrkraft jetzt gerade tut, nicht in Ordnung ist. Nee, überhaupt nicht. Also bei uns war das dann auch so. Die Klasse hat dann versucht, sich selbst zu regulieren, weil sie gesagt haben, psst, der ist schon so leise und guck mal, wie er guckt. Er hat dann auch oft so suffisant gelächelt, ne? Er saß dann einfach ganz ruhig an seinem Schreibtisch und hat halt
nichts gemacht und wurde immer leiser, hat dann so vor sich hingelächelt und dann so komisch geschmunzelt und dann hat jeder immer den anderen so angestoßen, jetzt sei doch mal leise, jetzt halt doch mal die Klappe und so, ne? Und im Nachhinein sehe ich auch, dass das eine totale Taktik war. Ja. Und ich musste dann irgendwann mal so richtig krass schlucken, als ich irgendwie in irgendeinem Kontext gelesen hatte, dass Steiner empfohlen hat, dass die Lehrer mit dem Schlüsselbund durchaus auch mal den Schlüsselbund auf den Tisch werfen sollen, wenn ein Kind irgendwie nicht aufpasst oder ich weiß gar nicht, oder wenn ein phlegmatisches Kind, glaube ich, nicht anwesend dass die wach ist. werden. Genau, dann einfach mal den Schlüsselbund auf den Tisch werfen. Das hat er auch gemacht. Und im Nachhinein denke ich, ist vielleicht seine Art, sondern das hat er wahrscheinlich aus taktischen Gründen, weil der große Dr. Rudi das gesagt hat. Und das finde ich so schlimm, drüber nachzudenken, was war da alles ganz gezielt manipulativ und nicht, was war so eine echte menschliche Emotion, so, ne? Ich dachte auch bis halt vor gar nicht lange her immer, dass da alles, was schiefgelaufen ist, individuelles Versagen ist. Also Überforderung einer Lehrkraft zum Beispiel. Und erst jetzt, ne, wo ich mich mit dem Hintergrund, bei mir ist alles genau so gelaufen, wie das sein sollte. Das war kein Versagen, das war Absicht. Das sollte so, das musste so. Und das finde ich halt auch nochmal, weil das jetzt natürlich dann auch sagt, zu der Frage, wenn ich jetzt meine Kinder auf die Waldorfschule schicke, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge, die ich richtig scheiße finde, auch erleben? Ja, sehr hoch. Ja. Man kann auch immer Glück haben, das sage ich gar nicht, ne? Und ich glaube auch, dass viele es auch echt gut meinen. Also das sind ja sehr engagierte Lehrkräfte in der Regel, ne? Und ich glaube, das ist halt auch was man spürt. Die meinen das gut. Aber trotzdem ist halt das, was mit uns passiert oder passiert ist, auch eine Wahrheit. Und das fehlt mir dann so. Also das auch ich will gar nicht sagen, jemand ist ein schlechter Mensch oder sowas. Aber wenn man halt an die Anthroposophie glaubt und Waldorfpädagogik durchzieht, schadet man Kindern, egal ob man das will oder nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt irgendwie. Ich wollte noch auf was anderes, jetzt habe ich es verloren. Ach so, ja, Oberstufe. Und zwar ist es ja schon so, dass sich das ein Stück weit ändert, ne? Aber ich habe mir, war auch nicht Oberstufe, war 8. Klasse. Aber ich habe mir es gibt eine Doku, glaube ARD, wo so eine Klasse von der 1. bis zur 8. Klasse begleitet wird. Und da gab es eine Szene, wo die Klassenlehrerin in der 8. Klasse mit ihrer Klasse bespricht, wer jetzt nachsitzt. Und die sitzt da irgendwie so ganz selbstverständlich und redet gefühlt, und das kannte ich so gut, auf Augenhöhe mit ihren Schülern, wer ist denn jetzt hier so dran, da am Samstag und so, und sind ja jetzt noch bis irgendwie Wochenende noch 3 Tage, und wer glaubt denn, dass er das jetzt noch schafft mit seinen wer steht denn da schon auf Kipp, wer möchte sich denn vielleicht jetzt schon irgendwie melden und so, und das klang halt irgendwie so total, so partnerschaftlich auf eine Art. Und dann dachte ich, das ist so krass, weil die Regeln, was diese Kinder irgendwie, oder die Jugendlichen, die sind ja 8. Klasse, wie alt ist man da? 15, 16. 15, wenn man mit 7 14, eingeschult 15. Wird. Ja, die werden ja mit... Ach so, mit 7, ja. Oder ich bin mit 6 eingeschult worden. Ich glaube, ich war 14. Ja, 15. Sagen wir mal 15. Also 15-jährige Jugendliche, ja. Also wer hat denn die Regel gemacht, dass die bei Fehlverhalten irgendwelche Striche kriegen und dass man bei irgendwelchen Strichen irgendwie dann am Samstag zum, keine Ahnung, Tische schleifen oder so antanzen muss? Aber sie sitzt da so, als ob das wie die Schwerkraft wäre, ja? Also, als ob das so total und das war das Normalste von der Welt. Ja. Und eigentlich ist halt irgendwie, ne, in der Erziehung, also Beschämung und so, ist eigentlich gar nicht zulässig. Nee, also nicht in der normalen pädagogischen Sichtweise, aber aus der anthroposophischen, da gelten halt andere Regeln. Genau. Und da ist es ja auch nur zum Wohle des Kindes. Also wenn ein Kind beschämt wird, dann ist es ja auch damit es wächst daran. Ja, und es kommt halt auch immer mal wieder so vor, also in den Dingen, also sowohl auch bei Steiner als auch bei dem Gebert, der was zu Strafen geschrieben hat, als auch bei Glöckler in Kinder- und Elternsprechstunde, dass es nur darum geht, dass das die richtige, die angemessene Strafe sein muss. Und das ist halt von Kind zu Kind auch unterschiedlich, weil ein phlegmatisches Kind eine andere Art Strafe natürlich braucht und als richtig empfindet als ein cholerisches Kind. Und man deswegen halt auch nicht sagen kann, irgendwie, das ist die Strafe für dieses Verhalten, was es natürlich als Kind total willkürlich macht. Und das ist auch was ich gut erinnere, dass manche Kinder gefühltermaßen mit allem durchkamen und andere Kinder für jeden Pups irgendwie drakonische Strafen gekriegt haben.
Und auch das dachte ich wäre irgendwie, ich sag mal, persönliches Versagen oder so, ne, Lieblingskinder und so weiter. Aber nachdem ich das gelesen hatte, dachte ich, nee, auch das ist nicht Strategie, sondern das ist pädagogisch so gewollt, weil es darum geht, dass man die Strafe findet, die das Kind braucht und will und wodurch das Kind dann auch zufrieden ist. Also das fand ich halt auch immer noch mal wieder krass, dass das auch so formuliert wurde, dass Kinder, auch 1,5-Jährige, wenn sie nicht sozusagen diese Unerbittlichkeit an bestimmten Punkten mit einer sachlichen Vernunft, dass Dinge getan werden, die jetzt notwendig sind, wenn sie das nicht erfahren, dass sie dann unzufrieden und quengelig werden. Und dass sie das zufrieden macht, wenn sie da merken, ja, dass jemand sozusagen ihnen karmisch in ihrem Schicksal hilft. Also da gibt's dann immer noch mal so ein Dreh sozusagen. Ich glaube, wenn man das nicht kritisch liest, kann man da halt ganz oft auch, man muss halt Grenzen setzen erkennen. Ne? Ja. Und das ist es aber nicht. Es ist halt eine ganz andere Variante, als zu sagen, ich setze hier jetzt eine Grenze. Also das Buch Meine Grenze ist dein Halt, habe ich gerade zu Hause. Nora Imlau. Ja, genau. Das ist ja eine ganz andere Grenze, die man da setzt. Da geht es ja eher ums Miteinander und jeder Mensch hat seine Grenzen und nicht dieses das ist Strafen, ne? Und erniedrigen, wie du schon gesagt hast, und beschämen. Und das ist im Idealfall, wie du sagst, ist es so, dass nicht mehr viele Lehrer das heutzutage machen, aber man weiß es halt nicht. Und man kann auch nicht sagen, dass quasi die echten Anthroposophen aussterben, weil ich glaube, da kommt auch eine sehr junge, motivierte Riege nach, die das dann wahrscheinlich auch so umsetzen, weil sie halt davon überzeugt sind, dass es das Richtige ist und dem Kind gut tut. Deswegen, finde ich das echt schwierig. Ja. Naja, und das, was sich an Eltern, finde ich, dann auch oft überträgt oder das, was ich als Kind auch und als Jugendliche sehr wahrgenommen habe, dadurch, dass das halt sehr engagiert und sehr gut gemeint ist, das ist ja eine Ebene, die du auch fühlst. Ne? Also, und deswegen ist ja das irgendwie, gerade wenn man dann so jemand, so eine geliebte Autorität auch liebt und weiß irgendwie, man wird auch geliebt, ich liege jemandem am Herzen und deswegen macht er das jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Also wir liegen als Klasse dieser Person am Herzen und deswegen werden wir hier gedrillt. Ja, und das sind halt auch, finde ich, so Blaupausen für Beziehungen, die man ja auch für den Rest seines Lebens mitnimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich das habe ich, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, ne, dass ich das Gefühl habe, dass meine eigene Verhaltensweise, ich bin ganz krass so ein Mensch, der denkt, er wird nur geliebt, wenn er was leistet und wenn er die anderen stolz macht. Daran arbeite ich schon seit Jahren, auch mit Therapie und so weiter. Das ist auch familiär bedingt, aber es ist, glaube ich, ganz klar auch durch vor allem die Klassenlehrerzeit bis zur 8. Klasse verstärkt worden, weil unser Klassenlehrer hat uns die Liebe entzogen, wenn wir nicht so funktioniert haben, wie er das wollte. Und wenn wir nicht lieb und brav und vorzeigbar waren. Und das war halt meine Methode. Ich war dann halt immer lieb und brav und vorzeigbar und habe alle stolz gemacht. Und das ist schon etwas, wo ich heute viel drüber nachdenke, was hat mich da zusätzlich zu meiner familiären Geschichte und eben da so stark geprägt, dass ich immer denke, du darfst nur geliebt werden und du bist nur liebenswert, wenn du so bist, wie ich denke, dass du sein solltest, so, ne? Ja. Und wenn ich stolz auf dich sein kann. Ja, das hast du vorher auch nochmal gesagt, ne? Dieser Anspruch, also das habe ich auch oft gespürt, dass der Anspruch wiederum an WaldorfschülerInnen, dass sie besonders gut oder besonders besonderer und ihren besonderen Weg gehen genau. und so auch enorm hoch ist. Also so habe ich das. Diese innere Überzeugung hatte ich sehr, sehr lange, dass ich irgendwas Großes in der Welt bewegen muss. Ich muss mal, also nicht nur, dass ich damit meine Familie ganz stolz mache, sondern ich muss mal irgendwas ganz Tolles tun. Es reicht nicht, ein glückliches Leben zu führen. Genau, ein profanes Leben. Und ich habe dann studiert und dann wurde ich ziemlich schnell nach dem Studium schwanger. Und dann kam natürlich sofort von meiner Familie so eine Enttäuschung, weil du wirfst deine Karriere hin, wo ich dachte so, also dazu muss ich sagen, ich habe Philosophie studiert und Spanisch und dachte so, welche Karriere mit einem Philosophiestudium? Was meint ihr damit jetzt? Aber so dieses Gefühl, ich muss irgendwas leisten, wo alle dann mir applaudieren und mir sagen, ich bin stolz auf dich, Mensch, du bist ja wahnsinnig herausragend, das hatte ich noch sehr, sehr lange. Und mittlerweile
denke ich, dass ich einfach auch ein gutes Leben führen kann mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Mann. Und natürlich, meine Talente, die ich habe, kann ich natürlich auch weiter ausbauen und wenn ich Spaß dran habe, aber nicht, um irgendwie anderen zu beweisen, was ich alles kann, sondern nur, wenn es mir Freude bereitet. Und das ist auf jeden Fall noch so ein Thema, wo ich noch sehr dran zu arbeiten habe. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir haben jetzt eine Stunde schon miteinander geredet, genau. Insofern Salatbar schließt. Genau. Aber du darfst gerne, wenn du möchtest, einfach nochmal so zum Ende für dich sagen, was dir so das Wichtigste ist, was die uns jetzt zugehört haben bis zum Schluss, einfach mitnehmen können, sozusagen aus dem, was du in den letzten Jahren oder die Erkenntnisse, die irgendwie du so hattest? Also mir ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel sich für Waldorf interessiert, als Elternteil zum Beispiel, dass man auch hinter die Fassade guckt, weil sie sind halt einfach sehr gut im Verschleiern. Diese heimelige Art, die ist ansprechend und ich glaube, die spricht sehr, sehr viele Eltern an. Da habe ich eben, das wurde auch irgendwann mal gesagt, das spricht halt vor allem die Eltern an und das wird nicht gefragt, ob die Kinder das jetzt brauchen oder nicht. Und ich kann das Bedürfnis danach total verstehen, weil ich glaube, jeder hat irgendwie auch so ein Bedürfnis nach Heimat und nach Zuhause geborgen und so weiter. Aber die Anthroposophie, die eben auf den Waldorfschulen auch definitiv, sie wird zwar nicht gelehrt als Schulfach, aber sie steckt in allem. Und jedes Kind, das seine Schulzeit in der Waldorfschule hinter sich bringt, ist super krass. Und ich sage jetzt dieses Wort, aber indoktriniert mit Anthroposophie. Und das sollte man sich wirklich genau überlegen, ob man das möchte. Also ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich finde diese ganze Anthroposophie ganz schlimm. Ich werde ständig wütend, wenn ich sowas lese und denke, kann es einfach nicht fassen, wie man ernsthaft diesen Menschen zu so einem Guru erheben konnte. Und zwar nicht nur vor 100 Jahren, sondern auch heute noch. Das ist mir einfach unerklärlich. Und ich finde es durchaus super, super gut, dass man darüber berichtet, dass wir im Waldorfsalat, dass auch diese Dokus rauskommen und dass immer mehr darüber berichtet wird. Weil ich finde es wichtig, dass darüber aufgeklärt wird. Weil das ist keine gute pädagogische Einrichtung. Und dazu stehe ich. Und ich bin froh, dass ich es jetzt aufgearbeitet habe und meine Kinder davor bewahrt habe. Punkt. Erst wolltest du sie vor der Staatsschule bewahren, genau. Jetzt willst du sie von der Waldorfschule bewahren. Genau. Ich auch. Ja. Genau. Dann danke ich dir, liebe Katharina, für deine Offenheit und dass du hier mit mir geplauscht und dich erinnert hast. Und ja, vielen Dank. Danke dir, Lea. Dann tschüss, glaube ich, müssen wir sagen. Ne? Genau, tschüss.